Eine Anlage so groß wie das Wunderland bedarf manchmal, neben der täglichen Reinigung, ganz spezieller Maßnahmen. Dafür kommen etliche Wunderländer zu einer gemeinsamen Nachtschicht zusammen und reinigen emsig Gleise und Straßen. Doch was ist genau zu tun? Ja, was jetzt hier heute ansteht, ist, wir müssen wie zweimal im Jahr immer unsere Schienen reinigen, die Schienen sauber machen. Da legt sich immer unheimlich viel Dreck ab von den Zügen, die einmal natürlich Öl verlieren während der Fahrt und den Staub festfahren, der sich natürlich hier durch die Gäste reingetragen wird in die Anlage. Und das hier gibt so einen richtig schönen Schmierfilm. Wenn man mit den Fingern drüber gehen würde, dann hat man richtig schwarze Finger an der Stelle auch. Und deswegen muss man zweimal im Jahr mit solchen Schleifsteinen, gibt es ganz normal zu kaufen, würden halt die Schienen so wie mit so einer Art Radiergummi im Prinzip gesäubert, gereinigt. Währenddessen auf dem Flughafen. Unsere Modellbauer treffen Vorbereitungen. Verunreinigungen auf den Straßen und Rollfeldern werden sorgsam entfernt. Vorsicht muss auch bei der Bewegung über die Anlage bewiesen werden, da die empfindlichen Kontakte für den Verkehr leicht gestört werden können. Dieser ist auch der Grund für das ganze Unterfangen. Und zwar haben wir festgestellt, dass unsere Straßen leider mittlerweile so abgefahren sind, dass die Autos andauernd stehen bleiben. Und es bedeutet für uns, wir müssen neuen Lack aufbringen. Bevor wir einen neuen Lack aufbringen, müssen wir den alten Lack kurz anschleifen. Nachdem wir den ganzen Lack dann neu angeschliffen haben, haben wir natürlich schönen Schleifstoff drauf. Der muss vor dem Lack weg. Und am besten hilft es, nassen Schwamm, einmal das Grobe abziehen, trocken wischen und neuen Lack drauf. Bei der Säuberung der Gleise darf natürlich auch kein Millimeter ausgelassen werden. Dafür müssen die Mitarbeiter schon mal über den Schienen balancieren. Besonders in den Bahnhöfen ist der Einsatz der Radiergummis nicht ganz einfach. Ja, nachdem wir dann gerubbelt haben, heißt es dann, sich mit dem Staubsauger bewaffnen und alles schön absaugen. Ganz besonders gut die Weichen, denn wie gesagt, da liegt der ganze Krümelkram drin. Und ohne den, und mit dem drin würden die Weichen verschleifen. Also, auf geht's zu einer neuen Runde. Dank der langen Staubsauger ein wenig entspannter als beim Rubbeln. In Knuffingen wird's feucht. Ein extra angemischter Lack wird von Christian an alle Anwesenden verteilt. Mit Schaumstoffrollen wird die Flüssigkeit dann auf die gereinigten Straßen aufgetragen. In diesem Lack ist wie gesagt Strukturpaste drin. Und jetzt geht es darum, den mit der Rolle vorsichtig aufzutragen. Beim Lack muss man ein bisschen aufpassen, wie viel man aufgibt. Man darf natürlich nicht zu viel aufgeben, nicht zu wenig aufgeben. Es ist halt immer so eine Gratwanderung, gerade wenn man mit der Rolle arbeitet. Wir sind aber bei uns so weit, dass wir jetzt grob wissen, was wir auftragen müssen. Aber wirklich entscheidend ist es dann erst morgen, weil morgen wird der Pilot sagen, ob es gut war oder nicht. Und wenn es nicht war, war die Arbeit fast für umsonst. Aber es wird schon. In den Schattenbahnhöfen werden die letzten Gleise gesaugt. An mancher Stelle sind Akrobatik und Fingerspitzengefühl gefragt. So, beim Säubern der Anlage, also im sichtbaren Bereich, ist natürlich immer schwierig. Jeder Modelleisenbahner kennt das. Oberleitung. Der Staubsauger muss jetzt hier drunter und ich muss ja das Gleis sauber saugen und jedes Mal verhakt sich das. Ist natürlich für denjenigen, der die Oberleitung aufgebaut hat, immer ein Graus, wenn er am anderen Morgen kommt und sieht dann alles nach der Reinigung. Wie gesagt, das machen wir alle halbe Jahr einmal. Das muss man machen, sonst sieht die Anlage aus wie unter aller Sause, auf Deutsch gesagt. Damit das nicht der Fall ist, verbringen die fleißigen Wunderländer nun ein paar Nächte auf der Anlage, um Gleise und Weichen zu putzen und um den Flughafen auf Vordermann zu bringen. Auch wenn es mal eng wird, der Spaß ist natürlich immer mit dabei.